Herzlich willkommen bei Kiefer Classic Racing zu einem weiteren Werkstattvideo. Ich werde des Öfteren gefragt, was ich an meiner RD 250 alles umgebaut und verändert habe, um diese für die Rennstrecke fit zu machen und um damit in der Deutschen Historischen Motorradmeisterschaft in der Clubsport Klasse U an den Start zu gehen. Und genau darum soll es hier in diesem Video gehen. Also bleibt dran! Ja, beginnen wir beim Fahrwerk. Wie man sieht, die Verkleidung und den Tank habe ich jetzt hier mal demontiert. Ich habe das Motorrad ursprünglich komplett aus Einzelteilen aus meinem Ersatzteilfundus für die Yamaha RD aufgebaut. Angefangen mit einem Hauptrahmen der Yamaha RD 1A2, von dem ich zuerst alle überflüssigen Bauteile entfernt habe, wie die Aufnahme für den Ständer, die Halterung für die Elektrik, den originalen Öltank und eben alles, was man nicht für den Einsatz auf der Rennstrecke benötigt. Gleichzeitig habe ich dann einige Halterungen angebracht, die ich dann eben zusätzlich gebraucht habe, wie die Verkleidungshalter, Halterungen für den Tank, für das Heck und so weiter. Kernstück des Umbaus ist die Hinterradschwinge der Yamaha RD 250 LC, der 4L0. Die passt so ohne weiteres in den Rahmen. Und da ich die RD der Yamaha TZ 250C nachempfinden wollte, habe ich diese damit auf ein Cantilever-Federbein umgebaut. Ebenfalls für die Yamaha TZ. Dazu wurde hier vorne im Rahmen eine extra angefertigte Aufnahme eingeschweißt, die das Federbein hier vorne aufnimmt. Das Federbein selbst ist von Wilbers, speziell für die Yamaha TZ konzipiert und auf das Gewicht der Maschine und des Fahrers entsprechend abgestimmt und eingestellt. Um diese Schwinge mit genug Federweg hier in diesen Rahmen einzupassen, war es einmal nötig, den Verlauf dieser beiden Rahmenrohre zu ändern, indem ich die rausgetrennt habe und zwei neue, anders geformte Rohre hier entsprechend eingeschweißt habe. Zusätzlich hier oben mit Knotenblechen verstärkt. Somit wird der Rahmen an dieser Stelle etwas breiter und dieser Oberzug der Schwinge hat genug Platz, um hier entsprechend einfedern zu können. Die Gabel wurde von einem Fahrwerksspezialisten angepasst mit härteren Federn und einem anderen Gabelöl, um die hier etwas härter zu machen. Dann natürlich, wie in der DHM in der Klasse U vorgeschrieben, direkt angeschraubte Stummellenker. Und wir haben die Original-Gussräder der Yamaha RD mit Avon-Reifen bestückt. Die Bremssättel sind ebenfalls original Yamaha RD mit dem Hinterrad Hauptbremszylinder, ebenfalls von der RD LC, dem Nachfolgermodell, und am Vorderrad mit einer Standard-Bremspumpe von Nissin. Kommen wir zum Herzstück, dem Motor. Ein luftgekühlter 250 Kubik Motor aus der Yamaha RD. Aus der letzten Generation mit der Kennung 2R8. Den Rumpfmotor hatte ich in meinem Fundus. Der hat schon eine etwas verbesserte Kurbelwelle, die nicht mehr mit eingepressten Bleigewichten gewuchtet ist, die sich, wie es vielleicht der ein oder andere kennt, bei hohen Drehzahlen gerne mal lösen und dann verabschieden. Das hat diese Kurbelwelle nicht mehr. Die habe ich entsprechend überholen lassen, ebenso das Getriebe komplett überholt, neu gelagert, neu abgedichtet und während der Überholung die entsprechenden Pleuel der Baureihe 1A2 montieren lassen, um die Zylinder und die Kolben des 1A2 Motors verwenden zu können. Des Weiteren wird der Motor mit Gemisch gefahren und dazu wurde die Ölpumpe und der Antrieb der Ölpumpe aus dem Getriebe ausgebaut, ebenso der mechanische Drehzahlmesserantrieb. Als Zündung kommt eine Innenrotorzündung von Wabe zum Einsatz, reine Rennzündung, nur Zündfunken ohne Lichtmaschine und zudem zwei Mikuni VM30 Rundschiebervergaser, Rundschieber gemäß dem Reglement der Deutschen Historischen Motorradmeisterschaft mit einfachen Schaumstoffluftfiltern, VForce 3 Einlassmembranen und entsprechenden Ansaugstutzen aus dem Zubehörprogramm des Yamaha Banshee Quads. Diese Ansaugstutzen funktionieren an sich ganz gut, passen auch schön, sind aber nicht hundertprozentig das Optimum. Da wird es demnächst nochmal ein kleines Update geben. Zudem ein Resonanzauspuff von Moto Carrera. Den gab es mal einige Jahre in den USA. Der ist, soweit ich weiß, inzwischen nicht mehr erhältlich. Da hatte ich Glück, noch eins der letzten Exemplare zu bekommen. Funktioniert soweit sehr gut.
Ansonsten habe ich es hier mit Motortuning nicht ganz so weit auf die Spitze getrieben. Ich hatte in meinem Fundus einen Satz überarbeiteter Zylinderköpfe. Damit konnte ich in Verbindung mit den Kopfdichtungen, die es in verschiedenen Stärken gibt, meine Quetschkante optimal einstellen. Und ich habe natürlich den Einlass etwas erweitert, um den etwas größeren V-Force-Membrankasten hier unterzubringen. Was leistungsmäßig genau rauskommt, kann ich jetzt so gar nicht sagen, da mir bisher noch kein Leistungsprüfstand zur Verfügung stand. Aber im Gegensatz zu meiner anderen RD 250, die sich noch im Originalzustand befindet, mit Straßenzulassung, geht diese hier doch schon deutlich besser. Des Weiteren wurde natürlich die Position der Fußrasten geändert. Man sieht, die Fahrerfußrasten sitzen an der Originalhalteplatte für die ehemaligen Sozius-Fußrasten. Die Fußrasten stammen ursprünglich von der Suzuki GSX R 1100, ebenso das Bremspedal, das mir hier den Hauptbremszylinder der Yamaha RD LC entsprechend direkt anlenkt. Dieser ist hier mit einer extra angefertigten Platte direkt am Rahmen befestigt. Auf der gegenüberliegenden Seite sieht das dann so aus. Hier kommt der Schalthebel der BMW S1000RR zum Einsatz. Den habe ich mit entsprechend angepassten Gleitlagerbuchsen hier auf die Rastenanlage angepasst und mit einer einfachen Koppelstange und hier einem Standard-Frästeil mit der Schaltwelle des Motors verbunden. Ja, und hier vorne kommt ein elektronischer Drehzahlmesser von Skizu zum Einsatz, der sein Signal direkt vom Zündkabel bekommt. Gleichzeitig sieht man hier meine Displays für meine Abgastemperatur. Da habe ich ein mehr oder weniger selbstgebautes System drin mit 2 Temperaturfühlern in den Auspuffkrümmern und lasse mir das hier über diese einfachen Digitalanzeigen dann anzeigen. Der Motor der RD ist eigentlich recht sicher abgestimmt, dass ich da nicht unbedingt immer in den kritischen Temperaturbereich komme, aber es ist eben trotzdem gut, falls was Unvorhergesehenes passiert, zum Beispiel Falschluft, da die Temperaturen zu überwachen und da vielleicht einen Motorschaden frühzeitig verhindern zu können. Zudem hier vorne noch meine Kamerahalterung auf der Gabelbrücke, mit der ich für euch immer die Onboard-Aufnahmen mache. Das Ganze wird durch 2 9-Volt-Batterien mit Strom versorgt, die hier in einem 3D-gedruckten Batteriekasten unter dem Tank sitzen und dann vor dem Lauf über 2 einfache Kippschalter eingeschaltet werden können. Ja, das war mein kurzer Einblick in die Technik der Yamaha RD. Wenn da noch technische Fragen offen geblieben sind, schreibt mir es gerne in die Kommentare. Wenn ihr auch zukünftig sehen wollt, wie sich die RD auf den verschiedenen Rennstrecken schlägt oder was hier bei uns in der Werkstatt so geschraubt wird, abonniert gerne den Kanal. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem natürlich gerne einen Daumen nach oben. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.